Willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir darüber, warum die deutsche Sprache so wichtig ist. In diesem Podcast lernt ihr einfache Wörter, hört typische Sätze aus dem Alltag und bekommt Motivation zum Deutschlernen. Wenn euch das gefällt, abonniert bitte unseren Kanal und klickt auf die Glocke. So verpasst ihr nichts Neues. Genau. Viele Menschen kommen nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz und merken sehr schnell, ohne Deutsch ist vieles kompliziert. Man fühlt sich unsicher, man muss immer jemanden fragen und manchmal versteht man einfach gar nicht, was passiert. Ich kenne das gut. Am Anfang war alles für mich stressig. Im Supermarkt, beim Arzt, sogar an der Bushaltestelle. Ja, das kennen viele. Man hört überall Deutsch, aber es dauert, bis man sich traut zu sprechen. Oft denkt man, mein Deutsch ist nicht gut oder ich mache bestimmt Fehler. Aber Fehler sind normal. Jeder macht sie. Wichtig ist nur, dass man nicht aufgibt. Ich sage immer, jeden Tag ein bisschen. Und es wird besser. Das ist wie im echten Leben. Kleine Schritte bringen dich weiter. Stimmt. Und ich finde es schön, wenn man merkt, dass Deutsch nicht nur ein Schulfach ist, sondern ein Teil des Alltags. Wenn du zum Beispiel mit dem Verkäufer reden kannst, wenn du verstehst, was dein Nachbar sagt, wenn du im Restaurant ohne Angst bestellen kannst. Diese kleinen Momente geben ein Gefühl von Freiheit. Man hat das Gefühl, okay, ich schaffe das. Und gleichzeitig öffnet Sprache Türen. Du kannst neue Leute kennenlernen. Du fühlst dich sicherer und stärker. Viele sagen, ich will mich integrieren, ich will dazugehören. Sprache ist dafür der erste Schritt. Sie macht das Leben leichter und irgendwie auch schöner. Man versteht die Kultur besser und merkt, warum Menschen hier so sprechen und handeln, wie sie es tun. Wenn man darüber nachdenkt, sieht man, Deutsch hilft nicht nur im Alltag, sondern auch im Kopf. Man bekommt mehr Selbstvertrauen. Und je mehr man versteht, desto weniger Angst hat man. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du plötzlich merkst, dass ein Gespräch ganz normal läuft und du ohne Stress antworten kannst. Dann fühlst du dich wirklich angekommen. Viele Menschen merken schon in den ersten Wochen, Deutsch ist einfach überall. Wenn man einkaufen geht, Formulare ausfüllt oder jemanden um Hilfe bittet, braucht man Sprache. Man fühlt sich gleich viel sicherer, wenn man versteht, was die Leute sagen und was man selbst antworten soll. Ja, vor allem bei der Arbeit ist Deutsch sehr wichtig. Wenn man Kollegen richtig versteht, wenn man Anweisungen klar bekommt oder wenn etwas erklärt wird, ohne Sprache läuft es viel langsamer und man macht schneller Fehler. Mit jedem kleinen Fortschritt merkt man, der Alltag wird leichter. Und auch bei Terminen oder in der Verwaltung. Man muss oft etwas unterschreiben oder wichtige Fragen klären. Wenn man die Wörter kennt, fühlt man sich ernst genommen. Man hat das Gefühl, ich kann das jetzt selbst machen. Ich bin nicht mehr abhängig von anderen. Ich finde es besonders schön, wenn man spürt, dass Kommunikation plötzlich funktioniert. Wenn der Busfahrer freundlich zurücklächelt, wenn die Kassiererin kurz mit dir spricht oder wenn der Nachbar sagt, dass du gut Deutsch lernst. Diese kleinen Momente geben Motivation und zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Viele sagen auch, dass Deutsch neue Chancen bringt. Man kann sich für bessere Jobs bewerben oder Kurse besuchen. Man bekommt mehr Möglichkeiten und fühlt sich freier. Für viele Menschen bedeutet das ein neues Kapitel, in dem man selbst entscheiden kann, wohin der Weg geht.
Und deshalb ist es so wertvoll, jeden Tag dran zu bleiben. Es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist nur, dass man Mut hat zu sprechen und nicht still bleibt. Mit jedem Gespräch, mit jedem Satz wächst das Gefühl, dass man hier wirklich ankommt und Teil des Lebens wird. Viele merken irgendwann, dass Deutsch nicht nur für Arbeit oder Papierkram wichtig ist. Sprache gibt ein Gefühl von Sicherheit. Wenn man etwas versteht, fühlt man sich sofort entspannter. Man weiß, was passiert, und man hat nicht das Gefühl, ständig Fehler zu machen oder etwas zu verpassen. Ja, am Anfang war ich oft unsicher. Ich hatte Angst, dass die Leute mich nicht verstehen oder dass ich etwas Falsches sage. Aber mit der Zeit wurde es besser. Wenn man ein Gespräch schafft, fühlt man sich stark. Man denkt, es klappt, ich kann wirklich kommunizieren und brauche keine Angst zu haben. Und es tut gut, wenn Menschen positiv reagieren. Viele sagen gern, dein Deutsch wird besser oder schön, dass du versuchst zu sprechen. Solche kleinen Sätze geben viel Motivation. Man merkt, dass man nicht allein ist und dass die Leute es wertschätzen, wenn man sich Mühe gibt. Sprache bringt einen auch näher an die Kultur. Man versteht Witze, Redewendungen oder kleine Alltagsgewohnheiten. Plötzlich ergibt vieles Sinn. Man versteht, warum Menschen hier bestimmte Dinge so machen. Das gibt ein Gefühl von Verbindung, als würde man ein Stück mehr dazugehören. Für viele ist das wie ein innerer Schritt. Man merkt, dass man sicherer wird, mutiger, offener. Dinge, die früher schwer waren, sind plötzlich normal. Ein Anruf, ein Gespräch, eine Frage im Supermarkt. Alles wird leichter, wenn die Angst kleiner wird und das Vertrauen wächst. Darum ist Deutschlernen nicht nur Kopf, sondern auch Herz. Man fühlt sich wohler, wenn man versteht und verstanden wird. Dieses Gefühl gibt Kraft für den Alltag und hilft, neue Wege zu gehen, die früher vielleicht unmöglich erschienen. Viele Menschen denken, Deutsch ist schwer, aber das stimmt nicht ganz. Wenn man jeden Tag ein bisschen lernt, wird es einfacher. 5 oder 10 Minuten reichen oft schon. Wichtig ist, dass man dranbleibt und keine Angst hat zu sprechen. Kleine Schritte machen einen großen Unterschied. Ja, das sehe ich genauso. Man kann im Alltag viel üben, zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse oder im Bus. Man hört viele Wörter und Sätze, die man schnell versteht. Wenn man mutig ist und kurz antwortet, fühlt sich das richtig gut an. So lernt man am schnellsten. Es hilft auch, wenn man Dinge wiederholt, jeden Tag die gleichen Wörter hören oder kleine Sätze sagen. Viele Deutsche benutzen einfache Sätze wie alles klar, kein Problem oder passt schon. Diese Wörter hört man überall und kann sie sofort in Gesprächen verwenden. Und Musik oder kurze Videos sind auch super. Man hört echtes Deutsch und bekommt ein Gefühl für die Sprache. Man muss nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass man zuhört und merkt, wie Menschen hier sprechen. So kommt man Schritt für Schritt weiter und wird sicherer. Viele Menschen sagen auch, dass Deutsch das Leben leichter macht. Man fühlt sich freier, wenn man etwas versteht. Man kann Termine machen, Fragen stellen und sich selbst erklären. Das gibt viel Selbstvertrauen und macht den Alltag entspannter und angenehmer. Und man merkt irgendwann, dass man wachsen kann. Neue Wörter, neue Situationen, neue Menschen. Deutsch lernen zeigt, dass man stark ist und neue Wege gehen kann. Jeder kleine Erfolg macht Mut für den nächsten Tag und bringt einen näher an das Leben, das man möchte. Viele Menschen denken, man braucht viel Zeit zum Deutschlernen, aber oft helfen kleine Methoden, die man jeden Tag nutzen kann. Wenn man regelmäßig übt und Wörter wiederholt, merkt man schnell Fortschritte. Wichtig ist, dass man nicht alles auf einmal möchte, sondern Schritt für Schritt geht.
Ich finde es sehr hilfreich, Deutsch mit echten Situationen zu verbinden. Zum Beispiel Wörter im Supermarkt lesen, kurze Gespräche im Alltag führen oder kleine Notizen zu Hause auf Deutsch schreiben. So bleibt die Sprache im Kopf. Man merkt, wie sie langsam Teil des Lebens wird. Eine gute Methode ist auch laut zu sprechen. Viele haben Angst, weil sie Fehler machen könnten, aber Fehler gehören dazu. Wenn man laut übt, merkt man schnell, welche Wörter man schon sicher kann und wo man noch etwas Zeit braucht. Das gibt Selbstvertrauen und macht mutiger. Und Hörverstehen ist unglaublich wichtig. Man kann Radio hören, kleine Podcasts oder kurze Videos anschauen. Man versteht am Anfang nicht alles, aber das ist normal. Wenn man jeden Tag ein paar Minuten hört, gewöhnt sich das Ohr an die Sprache. Plötzlich erkennt man immer mehr Wörter. Viele Deutsche sagen oft einfache Sätze wie „alles gut, passt schon“ oder „kein Stress“. Wenn man solche Ausdrücke kennt, fühlt man sich sicherer im Gespräch. Es klingt natürlicher und man merkt, dass Kommunikation leichter wird. Solche kleinen Wörter helfen viel mehr, als man denkt. Ein weiterer Tipp: kleine Ziele setzen. Zum Beispiel 5 neue Wörter pro Tag oder ein kurzes Gespräch pro Woche. Kleine Ziele sind leichter zu schaffen und geben Motivation. Jeder Schritt macht das Lernen angenehmer und zeigt, dass man wirklich vorankommt. Viele Menschen merken nach einiger Zeit, dass Deutsch nicht nur eine Sprache ist, sondern ein wichtiges Gefühl von Zuhause gibt. Wenn man versteht, was um einen herum passiert, fühlt man sich sicher und willkommen. Man kommt besser an, weil man zeigen kann, dass man wirklich Teil des Lebens hier sein möchte. Ja, Sprache ist ein Schlüssel. Wenn man Deutsch spricht, kann man mit Nachbarn reden, Fragen stellen und kleine Gespräche führen. Das macht viel aus. Deutsche mögen es, wenn man versucht zu sprechen, und sie helfen meistens gern. Man fühlt sich dann nicht mehr wie ein Fremder, sondern wie jemand, der hier dazugehört. Auch im Alltag öffnet Sprache viele Türen. Man kann in Vereine gehen, Kurse besuchen oder an kleinen Veranstaltungen teilnehmen. Man trifft Menschen, hört Geschichten und lernt die Kultur kennen. Das gibt ein Gefühl von Verbindung. Man merkt, dass man nicht allein ist und dass viele ähnliche Wege gehen. Integration bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, offen zu sein und mit Menschen zu sprechen. Ein Hallo oder ein kurzer Satz im Treppenhaus reicht oft schon. Solche kleinen Situationen bauen Vertrauen auf. Man fühlt sich ernst genommen und merkt, dass man Kontakt haben kann, ohne Angst vor Fehlern. Sprache hilft auch, wichtige Dinge selbst zu erledigen. Arzttermine, Bankgespräche, Arbeitssuche. Wenn man die wichtigsten Wörter kennt, läuft alles einfacher. Man muss nicht immer jemanden fragen und fühlt sich stärker. Viele sagen irgendwann, ich kann das jetzt alleine schaffen, und das ist ein schönes Gefühl. Und mit jedem Schritt, den man macht, wächst das Gefühl von Heimat. Deutsch zu lernen zeigt, dass man bereit ist, ein neues Kapitel zu beginnen. Man baut sich ein Leben auf, lernt neue Menschen kennen und findet seinen Platz. Sprache macht den Weg leichter und gibt Mut für alles, was noch kommt. Sprache verbindet Menschen und macht das Leben leichter. Jeder Tag bringt eine neue Chance, ein bisschen besser zu werden. Abonniert unseren Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wörter euch heute am besten gefallen haben. Das Selbstvertrauen. Ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen beim Sprechen. Sprache gibt vielen Menschen neues Selbstvertrauen. Wiederholen. Kannst du den Satz bitte langsam wiederholen? Ich muss die neuen Wörter jeden Tag wiederholen. Die Situation.
In jeder neuen Situation lernt man etwas dazu. Die Situation wird leichter, wenn man die Sprache versteht. Die Möglichkeit. Durch Deutsch lernen habe ich mehr Möglichkeit zur Arbeit. Jede neue Möglichkeit hilft mir, weiterzukommen. Das Verständnis. Mit der Zeit bekommt man besseres Verständnis für die Sprache. Verständnis macht den Alltag einfacher und entspannter.